man dem Titel unschwer entnehmen kann, geht es heute um ein Thema, was mich vor jedem Fotowalk beschäftigt: Schwarz-Weiß oder Farbe. Und für manche ist diese Frage sicherlich schnell beantwortet, zumindest für die, die nur Schwarz-Weiß oder nur Farbe bevorzugen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Für mich aber, der einfach beides mag und sich manchmal etwas schwer entscheiden kann, ist die Frage aber nicht jedes Mal so einfach beantwortet. Und genau deshalb habe ich für mich ein paar Richtlinien definiert, um mich leichter und schneller entscheiden zu können. Aber auf der anderen Seite müsste ich mich ja eigentlich gar nicht entscheiden, denn mit der Fuji habe ich ja die technische Möglichkeit, sowohl Schwarz-Weiß als auch Farbe aufzunehmen. Egal, ich habe sie trotzdem definiert, aber dazu später mehr. Möglichkeit Nummer 1 ist der Bracketing-Modus. In diesem Modus kann man 3 Filmsimulationen auswählen und jede Aufnahme wird dann 3-mal abgespeichert in den ausgewählten Filmsimulationen. Also beispielsweise Acros, Classic Chrome und Astia. Das geht mit RAW sowie auch mit JPEGs, und bei JPEGs kann man auch noch ähnlich wie bei Recipes einzelne Einstellungen anpassen, wie beispielsweise die Lichter, die Schatten oder auch die Dynamic Range. So spart man sich Zeit in der Bildbearbeitung und hat gleich fertige JPEGs direkt aus der Kamera, sofern man richtig belichtet hat. Viele dieser Einstellungen werden aber nicht in die RAWs geschrieben. In die RAWs wird nur der Weißabgleich sowie dessen Farbverschiebung und die Dynamic Range Änderungen übernommen. Dieser Bracketing-Modus hat für meinen Geschmack aber auch ein paar Nachteile. Auch wenn man beispielsweise Acros eingestellt hat, so zeigt der Sucher als auch der LCD bei der Aufnahme ein Farbbild an, was etwas suboptimal ist, wenn man den Fokus auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen legen möchte. Ein weiterer Nachteil ist die Anzahl sowie der benötigte Speicherplatz, denn mit einer Aufnahme werden je 3 RAWs sowie 3 JPEGs auf der SD-Karte gespeichert. Möglichkeit Nummer 2 ist der ganz normale Modus, allerdings auch hier mit der gleichzeitigen Aufnahme von RAWs und JPEGs, was momentan auch meine bevorzugte Wahl ist. Bei der Aufnahme wird dann ein RAW sowie ein JPEG erstellt. Am JPEG später kann ich nichts mehr ändern, aber am RAW kann ich später dann in Lightroom oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm nachträglich eine andere Filmsimulation anwenden. Am Bodensee war ich beispielsweise mit meinem Schwarz-Weiß-Recipe unterwegs und habe später dann die Schwarz-Weiß-RAW-Aufnahmen in Lightroom beispielsweise in Classic Chrome umgewandelt. Das ist nachträglich vielleicht etwas mehr Aufwand, aber dafür habe ich von jeder Aufnahme auch später ein neutrales RAW. Gerade wenn man Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen möchte, ist die Darstellung von Schwarz-Weiß im Sucher als auch im LCD ein weiterer Vorteil. Man kann sich definitiv besser auf das Motiv sowie das Spiel von Licht und Schatten konzentrieren. Aber natürlich kann man es auch andersrum machen. Und wenn wir jetzt schon bei andersrum sind, kommen wir jetzt noch zu meinen sogenannten Richtlinien oder besser gesagt Entscheidungshilfen zum Thema Schwarz-Weiß oder Farbe. Entgegen aller Vermutungen ist es nicht das Motiv, was mich entscheiden lässt, ob ich in Schwarz-Weiß oder Farbe losgehe. In den meisten Fällen entscheide ich nach Wetter und Tageszeit, zumal ich ja noch gar nicht weiß, was mir so vor die Linse läuft. Bei sogenanntem Overcast-Wetter, also bedeckten und trüben Himmel, ist Schwarz-Weiß für mich meistens die erste Wahl. Farblich gesehen gibt es an diesen Tagen meist nichts Spannendes zu sehen und in Schwarz-Weiß kann man sich dann eher auf das Motiv, Szenen oder ähnliches fokussieren. Wenn man nicht gerade vor und nach Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang unterwegs ist, dann ist für mich Schwarz-Weiß auch immer eine ganz gute Wahl. Insbesondere um die Mittagszeit, wenn die Sonne so richtig schön reinknallt und entsprechend ihre Schatten wirft. Aber auch nachts kann Schwarz-Weiß absolut gut aussehen, was aber auch immer abhängig vom Motiv, den Lichtverhältnissen und Farben ist. Genau für solche Fälle hat man dann aber auch noch das neutrale RAW und kann sich somit auch erst später entscheiden. Eine weitere Entscheidungshilfe ist für mich natürlich auch das Thema Farbe. Farben haben die Fähigkeit, Stimmungen und Emotionen zu vermitteln, was man am Beispiel der Kirschblüten sehr gut sehen kann. In Schwarz-Weiß sieht das Ganze eher unspektakulär aus. Man kann eine Farbe dominieren lassen oder nutzt wenige, dafür aber starke und intensive Farben. Kurz gesagt, für mich gibt es viele Motive, in denen Farben eine Rolle spielt. Und über das Q-Menü ist es ja auch überhaupt kein Problem, die Kamera mal wieder kurz umzustellen.
sofern das Motiv Farbe enthält, die relevant für die Komposition ist. Viele dieser Entscheidungen entstehen bei mir auch rein aus dem Bauchgefühl heraus. Wie man das Thema Farbe einsetzt, bleibt also jedem selbst überlassen, da diese Entscheidung sowieso meist subjektiv getroffen wird. Und natürlich auch immer davon abhängig ist, welche Art der Fotografie man betreibt. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch das Motiv, das die Entscheidung beeinflusst, vielleicht sogar auch eine Kombi aus den verschiedenen Entscheidungshilfen. Diese Entscheidungshilfen sollen keine Regeln sein, sie sind für mich ein Hilfsmittel, schneller und spontaner Entscheidungen zu treffen. Es gibt Bilder, die müssen einfach schwarz-weiß sein und manche wiederum sehen in Farbe deutlich besser aus. Aus diesem Grund würde ich mich bei diesem Thema auch nie festlegen. Denn manchmal hat man auch Aufnahmen, bei denen Farben absolut bescheiden aussehen. Hier lohnt es sich dann absolut, die Aufnahme in Schwarz-Weiß umzuwandeln, also nicht gleich löschen, sondern erstmal testen. Zum Schluss stellt sich mir jetzt noch die Frage, wie ihr damit umgeht. Geht ihr nur in Farbe oder nur in Schwarz-Weiß los? Oder macht ihr es auch von irgendwelchen Bedingungen abhängig und wenn ja, von welchen? Schreibt mir dazu gerne mal in die Kommentare. Und wer noch nie in Schwarz-Weiß unterwegs war, sollte es unbedingt mal versuchen. Es macht Laune und erweitert den Fokus. Damit wären wir für heute aber auch schon wieder am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.